Frühlingszeit ist Möcki-Zeit in Finnland. Komm mit und wir schauen mal, ob die Hütte den Winter gut überstanden hat und ob der Wald auch noch steht. Weiter geht's nach meinem Intro. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt am Möcki. Ich habe Gerda hier bei mir und wir haben mal ein paar Sachen hier hingebracht schon, denn ich muss hier an der Hütte mal nach dem Rechten schauen. Ich will schauen, ob das Ding noch steht, ob es den Winter überstanden hat und habe hier ein paar Gasflaschen bei und den Akku für das Sonnenpanel, etwas Baumaterial. Denn im Sommer soll hier, wenn ich Zeit habe, natürlich einiges noch passieren. Im Herbst wird das Dach neu gemacht, das ist nämlich sehr weich. Und mal schauen, was die Zeit so bringt hier. Bevor ich die ganzen Sachen hier hochschleppe, werde ich erstmal nach dem Rechten sehen. Also von dieser Seite aus sieht alles relativ gut aus. Ist kein Baum aufs Dach gefallen und hier alles im Umkreis steht noch. Das Dach muss natürlich noch sauber gemacht werden. So sieht das aus hier. Die Bäume sind hier gewachsen. Letztes Jahr konnten wir wegen Gerda nicht viel hier machen. Wir waren zweimal am Möcki. Gerda wurde ja operiert, Kreuzbandriss. Schaut mal, hier ist der See. Sehr windig ist es heute. Sehr windig. Sturm ist angesagt. Aber noch haben wir keinen Schaum auf dem Wasser. Ja, hier vorne habe ich mein Energiekraftwerk. 100 Watt reicht vollkommen aus. Mal reinschauen. Ja, relativ ordentlich noch. Da liegt die Plane zum Trocknen. Gut. Ja. Oh Gott. Hier stinkt's. Hier ist irgendwo eine tote Maus. Da habe ich meinen Herd, Gaskühlschrank. Hier ist irgendwo eine tote Maus. Oh, ekelhaft. Wahrscheinlich im Keller. Ich habe hier einen Kühlkeller. Da waren sie. Da sieht man die Spuren. Mal schauen. Nee, hier ist nichts, aber irgendwo habe ich eine Maus.
Ja, das ist mein Reich im Sommer. Die Maus ist gefunden. Es war schon klar, dass sie irgendwo reingefallen ist und nicht mehr rauskommt. Hier ist der Schuldige. Hier in dem Eimer ist sie drin. Stinkt wie sonst was. Schmeißen wir erstmal raus. Ja, so kann es gehen. Letztes Jahr den Eimer vergessen umzudrehen. Normalerweise achte ich da immer drauf. Ja gut, letztes Jahr lief einiges anders bei uns. Davor das Jahr waren wir ja auch nicht gerade oft hier. Ich glaube 2 oder 3 Mal ganz kurz. Ja, der Wind nimmt leider zu. Ich wollte mit Gerda eigentlich noch in den Wald gehen. Mal schauen, wie es aussieht. Ich habe das Ding jetzt mal hier angezündet. Das ist normalerweise gegen die Mücken. Und man soll das nicht in Innenräumen abbrennen, weil das enorm viel Kohlenmonoxid produziert, sodass man ersticken kann, wenn man sich danach länger hier aufhält. Aber der Gestank der Maus ist sowas von erbärmlich. Glaubt mir, da bleibt nichts anderes übrig, als sowas zu machen. Und ich bleibe ja sowieso hier nicht über Nacht. Ja, ich habe hier alles auseinandergenommen und umgekrempelt wegen diesem Mistvieh. Ja, naja, ist zum Glück gefunden. Der Akku ist angeschlossen. Und Strom haben wir auch drauf. Gut, da kann das Ding weiter laden. Das reicht für Handy, Laptop, Tablett. Sehr praktisch. Und Licht habe ich im Herbst auch hier drin. Das große Reinemachen kommt erst später, wenn es ein bisschen wärmer ist. Wir haben jetzt knappe 12 Grad. Der Wind ist noch gleich geblieben, aber das soll nachher noch heftig werden. Und deshalb gehe ich jetzt mit Gerda mal ein bisschen im Wald, mal schauen, ob wir die Stellen finden, wo die Elche genächtigt haben. Ich habe hier an der Hütte immer sehr viele Elche. Und auch sonst andere Tiere. Auf der anderen Seite sind immer ein Haufen Schwäne. Das waren mal über 100 Stück. Hier sind Elche lang gelaufen. Da sieht man die Spuren.
Ja, hier haben wir schon was. Hier haben die Elche genächtigt. Naja, bei der Aussicht, warum nicht? Hier auf diesem Felsen habe ich mit Thor gesessen, in seinem ersten Sommer bei mir. Immer wenn wir im Wald gingen, kletterten wir hier hoch. Und dann haben wir hier gesessen, eine Stunde im Moos gelegen. Der war so begeistert von dieser Aussicht, von dem Wald. Ja, der liebt das richtig alles, genauso wie Gerda. Kennt ihr diesen Duft vom frischen Moos? Einfach nur klasse. Wunderbar. Hier sind auch alles Ölspuren. Mal schauen, ob wir da noch was finden. Hier war auch ein Elch. Das sieht nach einem Dachs aus. Tannenzapfen sind leer gefressen von den Eichhörnchen. Und hier sind schon wieder Elchspuren. Das war jetzt mal ein kurzer Ausflug als Möcki und ein kurzer Sprung in den Wald mit Gerda. Schade, dass Thor nicht dabei war, aber seine Hinterbeine, die sind etwas schwach und er kommt nun mal in sein Alter.
Und ich möchte von diesem Hund doch noch ein bisschen was haben. Deshalb haben wir ihn zu Hause gelassen. Er liegt im Hof. Ich musste ihn auch anleinen, weil er nämlich sonst in den Wald geht und dem Fuchs nachstellt. Und dann kommt er jedes Mal zurück, läuft 10 Meter, dann muss er sich hinsetzen, warten und dann geht es dann so weiter. Ja, die Muskulatur, die lässt nach und wahrscheinlich auch Arthrose im Knie. Naja, hören tut er auch schlechter als vorher. Er hat ja immer schon schlecht gehört. Ja, der hört fast gar nichts mehr, der arme Kerl. Und ich hoffe, dass er mir doch noch eine Zeit lang erhalten bleiben kann und natürlich auch Gerda. Aber wenn wir hier mal übers Wochenende bleiben sollten im Sommer, dann wird er auch dabei sein. Ich muss so schauen, wie ich ihn ins Auto bekomme. Ja, das war es jetzt hier von Möcki. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Standardspruch. Daumen nach oben. Abo da lassen, wenn noch nicht da ist. Ja. Ansonsten würde ich mich auch einen Eintrag in die Kommentare freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Mai. Hey, hey!